Ich habe noch 15 Sekunden, bis ich euch erklärt haben muss, worum es in diesem Video geht. Warum zu hohe Erwartungen eurerseits, das Streben nach Perfektion und vor allem die toxischen Tipps und Tricks von YouTube-Gurus die größte Gefahr für euren YouTube-Kanal darstellen. Egal was wir Menschen machen, wir streben in der Regel nach Anerkennung und Erfolg. Und auf YouTube ist Anerkennung und Erfolg offiziell erst einmal Abos und Klicks. 100.000 Abos in 2 Wochen. Aber der wirkliche Erfolg sind nicht Abos und Klicks, sondern das ist die Verweildauer, das sind die Kommentare und das sind die Likes. Denn das zeigt euch, ob eure Zuschauer euren Kanalinhalte mögen oder nicht. Aber auch ich bin natürlich am Anfang darauf reingefallen und ich habe da mal am Anfang so eine Challenge gestartet. Das Experiment. 1000 Follower innerhalb von 12 Monaten. Erfahrener TV-Regisseur und Autor versus ausgeklügelten YouTube-Algorithmus. Und ich habe gedacht, meine Güte, das schaffst du ganz einfach. Du machst ein paar kleine Videos und dann hast du auch den schnellen Erfolg. Die Realität sah ein bisschen anders aus. Nämlich relativ viel Aufwand und keinen so großen Erfolg. Wenig Abos, wenig Klicks. Und wenn du merkst, dass das eine Zeit lang so geht, dann suchst du dir natürlich Hilfe. Und wo suchst du dir Hilfe? Jawohl, natürlich bei den großen YouTube-Gurus. Das Spiel kann beginnen. Und ein Schelm, wer Böses denkt, sie alle geben dir die 5 gleichen Tipps. Machen die da Copy and Paste? Hat da einer mal irgendein Konzept entwickelt und die anderen haben das dann abgeschrieben? Aber auch wenn das alle wiederholen, für mich persönlich haben diese 5 Tipps in die Sackgasse geführt und bei vielen anderen auch. Verdammt gefährliches Pflaster hier. Aber lasst uns mal auf die Tipps eingehen und dann zeige ich euch, warum die einfach nicht gut sind. Tipp Nummer 1, die Verpackung zuerst. Also gestalte ein clickable Thumbnail, also das, worauf die Leute draufklicken, das muss mega scharf aussehen. Und dann bitte schön auch eine richtig griffige Überschrift für dein Video oder Titel für dein Video und eine Beschreibung. Die Leute müssen auf den ersten Blick erkennen, welches Problem ihr mit eurem Video löst. Wenn ihr aber gar keine Probleme lösen wollt, sondern wenn ihr einfach nur ein schönes Video drehen wollt, wenn ihr Leute unterhalten wollt, wenn ihr Naturimpressionen macht, dann gibt es keine Problemlösung. Was wollt ihr da hinschreiben? Das ist also völliger Unsinn. Und dann habt ihr dann so ein bombiges Thumbnail, am besten noch von einer KI erstellt, aber euer Inhalt, der kann damit gar nicht mithalten. Auch nicht mit eurer Beschreibung. Und was passiert? Die Leute klicken vielleicht auf euer Thumbnail, aber sie klicken auch relativ schnell euer Video weg. Und genau das sollte ja nicht passieren. Sie sollten ja euer Video möglichst lange schauen, denn das, habe ich eben gesagt, ist die wahre Bezahlung auf YouTube. Also, wenn wir wirklich Spaß dran haben, dann sollten wir gar nicht so sehr auf diese Click-Through-Rates, so nennt sich der ganze Quatsch, setzen, sondern wir sollten mit unseren Thumbnails ehrlich sein, offen sein, eben das zeigen, was im Video tatsächlich passiert. Und wenn dann weniger Menschen drauf klicken, aber sie sich unsere Videos länger anschauen, dann ist es genau das, was wir eigentlich erreichen wollen und auch sollten, um erfolgreich zu sein. Die zweite Regel, das ist die sogenannte 1%-Regel. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Die Hauptsache ist, ihr fangt erst einmal auf YouTube an. Und wenn ihr angefangen habt, dann werdet ihr mit jedem Video so um 1% besser. Das ist eine Banalität, ganz ehrlich gesagt. Ich meine, wir machen ja die Videos, um besser zu werden, weil wir Spaß haben. Und ja, nach 100 Videos wärst du dann perfekt. Mal Hand aufs Herz. Nobody is perfect. Und Fun Fact am Rande, meine erfolgreichsten Videos 2025 waren die unperfektesten Videos. Die ich einfach aus dem Bauch heraus gemacht habe, weil es mir wichtig war, euch etwas mitzuteilen oder einfach, weil mir spontan etwas eingefallen ist. Die Videos, die 2025 die erfolglosesten waren, das waren die, in die ich am meisten Arbeit investiert habe. Ich habe recherchiert, ich habe geskriptet, ich habe gedreht, ich habe geschnitten, ich habe mich umgezogen, ich habe Memes gemacht, ich habe einen Aufwand betrieben, der einfach viel, viel zu groß war für das, was ich hier eigentlich leisten kann. Und diese Videos sind allesamt gefloppt. Ihr merkt was. Perfektion ist nicht alles. Wir befinden uns hier auf YouTube in Konkurrenz mit KI-erzeugten Videos, perfekten Videos. Alles wird nach Schema F abgeliefert. Und wir sind noch das letzte Fünkchen Menschlichkeit, das letzte Fünkchen Unperfektion. Und das Unperfekte macht uns so sympathisch, macht uns so einzigartig. Wir sind die YouTuber der Herzen. Du bist etwas ganz Besonderes auf YouTube.
und nicht die, die alles nach einem ganz einfachen Skript runterreißen. Und das will ich in Zukunft auch weiter so halten. Der Tipp Nummer 3, und der ist wirklich schwachsinnig. Das Video darf schlecht sein, das Audio muss perfekt sein. Also kurzum, egal ob man was sieht oder nicht, Hauptsache man hört etwas. Wir sind hier auf YouTube und das ist eine Videoplattform. Und ja, wenn der Ton wichtige Informationen übermittelt, wenn er vielleicht sogar die Hauptinformationsquelle ist, dann sollte er wirklich perfekt sein. Aber es gibt genügend Videos, bei denen das Bild die Hauptinformationsquelle ist, wie beispielsweise Kochvideos. Da sieht man nur, was in den Topf kommt, man hat vielleicht noch ein bisschen was da an Schrift, sie einblendet, wie viel von was wo reinkommt und dann hört man eigentlich nur das Brutzeln und das Blubbern und das war es. Hier kommt es auf das Bild an, dass du siehst, was reinkommt und nicht auf den Ton, der ist meistens nur mit einem Atmungsmikrofon aufgenommen. Und wisst ihr was? Diese Videos sind mega erfolgreich. Und wenn wir schon mal erfolgreich sind, ich habe noch kein Katzenvideo mit einem guten Ton gesehen. Ihr? Aber mal Hand aufs Herz, wir machen das Ganze hier als Freizeitsport und wir wissen natürlich genau, was wir da machen. Wenn wir viel draußen drehen und irgendwas draußen moderieren, dann haben wir doch bereits ein Mikrofon oder haben gemerkt, dass das ohne Mikrofon nicht funktioniert. Und wenn wir nur Atmo-Videos machen und so weiter und so fort und sagen, ich möchte gar nicht moderieren oder sprechen, dann brauchen wir auch kein Mikrofon. Also ihr merkt schon, diese Tipps sind äußerst fragwürdig und helfen nicht wirklich weiter. Aber der beste Tipp ist Intro und Storytelling. Also dieses 30-Sekunden-Intro, was ich mit diesem Video, glaube ich, irgendwie ein bisschen versaut habe, weil ich gesagt habe, komm, ich trinke erstmal einen Kaffee und dann gehen wir rein in die Sache. Nein, ernsthaft. Diese 30-Sekunden-Intros, die dir alles sofort erklären, worum es geht und was du löst, die sind etwas für ADHS-Teens, die maximal 31 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne haben. Und darauf fußt natürlich auch das ganze YouTube-Storytelling. Ich habe da mal ein Video zu gemacht, eben mit so einem Cold Start, Open Loops und Pattern Interrupts und hast du nicht gesehen. Ich habe es gemacht, aber ich muss ganz einfach sagen, mir ist das sowohl von der Produktion her als auch vom Ansehen her viel zu hektisch. Beim Reden habe ich mich von hinten selbst überholt, bin über meine Zunge gestolpert und ich gehöre zu der Generation, die eben noch das klassische Storytelling kennen. Ja, ich lese Bücher, also so mit Einleitung, Hauptteil und Schluss. Und auch natürlich die ganzen alten Fernsehsendungen und Kinofilme haben Einleitung, Hauptteil und Schluss. Das ist das, was mir gefällt. Ich möchte nicht nur Schlagzeilen, sondern ich möchte auch Hintergrundinformationen haben. Die Einleitung meines Videos muss zu mir als Mensch und als Person passen. Ich bin kein hormongesteuerter 16-Jähriger mehr, sondern ich gehe auf die 60 zu. Also lasse ich mir die Zeit, die ich brauche. Wir sollten unsere Intros so gestalten, wie wir es wollen, wie es uns Spaß macht. Und wenn wir erstmal Menschen begrüßen wollen oder Zuschauer begrüßen wollen oder eine Tasse Kaffee trinken wollen, dann lasst uns doch die Freude. Es ist unser Kanal, niemand zwingt uns zu irgendetwas. Und der Algorithmus, naja, der wird das irgendwann mal verstehen. Und wenn nicht, dann eben nicht. Gestalte die Videos so, dass sie dir selber gefallen, weil dann werden sie auch deiner Zielgruppe gefallen. Du bist am nächsten an deiner Zielgruppe dran. Der schlimmste Tipp ist aber der Tipp mit der Nische, weil wir verstehen darunter in der Regel die thematische Nische. Beispielsweise die besten YouTube-Challenges der Welt. Nur leider sind solche Nischen schon von den großen Kanälen besetzt. Gegen die wirst du keine Chance haben, dass deine Videos irgendwie vom Algorithmus mal ausgespielt werden. Also, was sagen dir die Gurus? Spezifiziere deine Nische. Das wäre dann die witzigsten YouTube-Challenges für 80- bis 90-Jährige in Bielefeld-Brackwede bei abnehmender Mondbescheinung. Du hast wohl einen Clown gefrühstückt. Das ist keine Nische mehr, das ist ein Korsett. Das ist so eng, das tötet jede Kreativität. Bei der Nische geht es letztendlich nur um den YouTube-Algorithmus, der wissen möchte oder lernen möchte, für wen machst du deine Videos? Wem soll er deine Videos zeigen oder vorschlagen? Der Algorithmus ist allgegenwärtig. Und deshalb werde ich 2026 die Ausrichtung meines Kanals komplett ändern, nämlich weg von einer thematischen Nische hin zu einer Perspektivnische. Eine Nische, die definiert wird durch eine bestimmte Lebenseinstellung, durch eine bestimmte Philosophie, durch ein bestimmtes Hobby oder einfach auch durch eine ganz besondere Begeisterung. Unsere Kanäle sind kein Hochleistungssport, bei dem es um möglichst viele Abonnenten geht oder ein Businessmodell, sondern einfach eine kreative Ausdrucksform, ein spannendes Werkzeug, um unsere Gedanken und Ideen und Leidenschaften zu teilen.
Und diese kreative Freiheit führt oft zu dem Erfolg, den die Gamer des Algorithmus vergeblich jagen. Deshalb ist 2026 für mich das neue Motto: kreativ leben, digital filmen, analog genießen.